So, nach über 3 Jahren auf der Straße zu Hause hat es nun auch uns erwischt mit einer wirklich größeren Reparatur respektive Schaden. Was genau defekt ist und wie wir das lösen, das zeigen wir euch in diesem Video, doch alles schön der Reihe nach. Wir sind die letzten Wochen mehr oder weniger Offroad quer durch Peru gefahren. War eine wunderschöne Strecke, aber vielleicht auch ein bisschen zu viel Belastung für das Material. Irgendwann haben wir dann nämlich gemerkt, dass es einen lauten Knall gab, wussten nicht so recht woher, sind weitergefahren und kurz darauf hat Sandro Gott sei Dank bemerkt, dass unsere Aufbaulagerung gerissen ist. Autsch! Ja. Yep. Und das ist doch ein Riesenproblem. Ja, also ist ein unschönes Gefühl, mit einer lockeren Kabine herumzufahren, insbesondere auf diesen Straßen. Und daher wollen wir das so schnell wie möglich irgendwie in den Griff bekommen. Also, lass uns nicht rumsitzen und diskutieren, sondern wir müssen jetzt eher organisieren und uns auf den Weg machen, alles Material zu suchen, Schweißmaschine zu suchen und wir hoffen, dass das alles gut kommt. Genau. Viel Spaß beim Video. Wir werden keinen Spaß haben. Cheers! Wir sind jetzt 2 Tage durch Caraz gerannt und haben versucht, all das Material aufzutreiben, das wir benötigen. Und tada, wir waren tatsächlich erfolgreich. Wir haben einen Schweißer gefunden, dem wir das zutrauen, unser Herzstück wieder instande zu stellen. Wir haben ganz viel Holz aufgetrieben, um eine Plattform für die Kabine abzuheben, zu basteln. Einen Wagenheber anstelle eines Krans. Muss reichen und ja, ganz viele Trennscheiben, eine Wasserwaage, um zu schauen, ob wir auch gerade stehen. Ziemlich viel Material, aber erstaunlicherweise findet man auch hier, was man braucht. Die Läden sind ein bisschen abenteuerlich teilweise, aber es ist immer wieder ein lustiges Erlebnis, so Probleme zu lösen und einzukaufen. Und ja, ging alles erstaunlich schnell und fix. Jetzt können wir loslegen und fingers crossed, dass das alles gut kommt. Ein bisschen nervös sind wir ehrlich gesagt schon. Ich erkläre euch jetzt, was ich im Sinn habe zu machen und wie ich das ganze Problem lösen will. Ich muss die Kabine um ca. 6 cm anheben, damit ich die gebrochene Lagerung ausbauen kann. Und mir ist eines sehr, sehr wichtig. Ich will, dass kein Unfall passiert. Also das Ganze muss irgendwie sicher gemacht werden. Und wie ihr seht, stehe ich hier sicherlich nicht optimal. Hätte lieber eine Betonplatz, aber
wie sagt man so schön, man kann nicht immer alles haben und bin eigentlich mit dem Ort, wo ich diese Reparatur ausführen will, zufrieden. Was ich jetzt als erstes mache, ist schauen, damit das Chassis komplett gerade steht. Dann muss ich diverse Teile abbauen, damit ich besseren Zugang habe. Heißt Batteriekasten, Staukästen auf den Seiten müssen weg, damit ich ein bisschen besser arbeiten kann und dann langsam Vorbereitungsarbeiten treffe, für die Kabine anzuheben und zu sichern, dass sie nicht neben Chassis liegt, schlussendlich. Was habe ich die ganze Woche gemacht? Ich weiß eigentlich auch nicht recht. Es hat auf jeden Fall mehr Arbeit gegeben als gedacht. Die Demontage ist gut verlaufen, erstaunlich gut sogar. Ich denke, dass es auch nicht allzu schwierig sein wird, diese wieder einzubauen. Es hat ein bisschen hin und her, aber bin zuversichtlich, dass das klappen wird, und ich zeige euch jetzt mal, was ich im Schilde führen mit der Lagerung, damit die halten wird, denn zu Hause werde ich so oder so eine neue Lagerung bauen. Jetzt stellt sich ganz bestimmt beim einen oder anderen die Frage, darf eine solche Aufbaulagerung reißen, ja oder nein? Und das ist ziemlich rasch beantwortet. Nein, natürlich darf eine solche Aufbaulagerung nicht reißen. Wir sind jetzt seit circa 3,5 Jahre unterwegs, und wenn ich sehe, was andere für Reparaturen hatten, wo man auch sagen muss, das darf nicht passieren, irgendwas geht immer kaputt. Und für mich in diesem Fall ist das Wichtigste, ich bin fähig, das Ganze selber zu reparieren. Ich muss uns keine Spezialteile aus Europa zusenden lassen, sondern dies ist wirklich eine Reparatur rein mechanisch und ist mit ein bisschen Schweißarbeit und Stahlstücke erledigt. Wir haben natürlich den Aufbauhersteller kontaktiert, das ist Ormocar in unserem Fall. Die Kabine ist von 2017 und die haben auch ganz klar gesagt, nein, das darf nicht passieren. Ja, bei uns ist es jetzt passiert. Ich kann wirklich gut leben mit dem. Ormocar hat sich kulant gezeigt und übernimmt einen großen Teil der Reparaturkosten. Vielen Dank in diesem Sinne an Ormocar.
Ja, war eine intensive Woche, hat viel Spaß gemacht, wieder mal richtig zu arbeiten. War auch ein bisschen eine Challenge, die ganze Sache, weil es ist doch nicht ganz ungefährlich, die Kabine vom Fahrzeug anzuheben. Ich würde schätzen, dass die Kabine ca. 2,6 Tonnen ist und die anzuheben ist nicht ganz ungefährlich. Ich würde niemandem anraten, eine solche Reparatur durchzuführen, ohne Erfahrung in Gewichten anzuheben, wie es hier der Fall ist. Was ich überrascht wurde oder nicht daran gedacht habe, ist, dass wenn man das Fahrzeug anhebt, auch an der Kabine, zuerst mal das Chassis 15 cm ausfedert oder so zwischen 10 und 15 cm, wo doch das Ganze etwas komplizierter gemacht hat. Nach ein paar Stunden habe ich das dann geschafft, die Lagerung rauszunehmen, und dann fing das Problem eigentlich erst an. Wie will ich die ganze Lagerung verstärken, damit das auch gefühlt hält, bis die Reise zu Ende ist, und solange sollte dies jetzt halten, ansonsten muss ich es nochmal machen. Der Vorteil ist, wenn ich es nochmal machen muss, ich weiß jetzt wie. Eines der größten Probleme war der Schweißer. Der hat am Samstag gesagt, dass er das macht. Aufgetaucht ist niemand. Montag haben wir dann gesagt, um welche Zeit wir bei ihm sind. Und er hat gesagt, ja, das passt alles wunderbar. Natürlich war wieder niemand dort. Mein nächster Schritt da war, vom Hof zu laufen und den nächsten Schweißer suchen. Und siehe da, wir haben noch die bessere Lösung gefunden als der erste Schweißer. Ja, dann das Ganze wieder einbauen, die rund 60 Schrauben wieder anziehen, und gestern war ganz bestimmt Ruhetag für mich, denn ich war wirklich müde vom Anziehen der Schrauben und dem Auto durchklettern etc. Ich brauchte einen Tag Pause nach einer Woche Arbeit, harter Arbeit, denn mein Körper hat gesagt, es ist genug. Überall Muskelkater, müder Körper, ausgelaugt, und heute bin ich wirklich ready für Hit the Road again. Ich freue mich, was vor uns ist, und cheers, bis zur nächsten Reparatur.